Hallo, ich bin Lilly und ich zeige euch heute, wie ihr euren eigenen Schleierhut herstellen könnt. Für euren Schleierhut benötigt ihr ein Stück Pappe, ein Hutgummi, eine Lochzange, ein Tacker, einen Kleber, eine Schere natürlich, eine Schnur mit einem Bleistift vorne dran und dann noch Tapete oder Stoff in der Farbe, wie euer Hut am Ende aussehen soll, und natürlich noch etwas Tüll. Im ersten Schritt müsst ihr euch die Schnittkanten von eurem Hut aufzeichnen. Dafür benutze ich die Schnur mit dem Stift vorne dran. Ihr müsst bedenken, dass so lang wie die Schnur ist, auch so hoch euer Hut wird. Ich nehme jetzt einfach die kurze Seite von der Pappe und ziehe hier die Rundung nach. Und jetzt müsst ihr diese Rundung ausschneiden. Wenn die Linie nicht ganz perfekt gerade abschließt, ist das auch kein Problem. Es sollte nur ungefähr eine Rundung entstehen, die dann eben am Ende auf dem Kopf sitzt. So. Und dann habt ihr euren Hut erstmal ausgeschnitten. Ja. Im nächsten Schritt benötigt ihr die Tapete oder euren Stoff, denn jetzt müssen wir das Oberkleid des Hutes ausschneiden. Gut. Dafür nehmt ihr eure Schablone und legt sie auf die Tapete oder auf den Stoff drauf. Als kleiner Tipp ist es immer gut, wenn ihr etwas Zugabe lasst, damit dann am Ende die Verkleidung in sich schließt und keine hässlichen Kanten bleiben. So. Dann schneide ich jetzt zuerst die Tapete grob aus. Gut, wenn wir jetzt unser Tapetenstück haben, dann kleben wir erst die Schablone drauf, damit wir dann im Anschluss die Schablone gut ausschneiden können. Dafür nehmen wir den Kleber. Jetzt fahre ich hier eben ordentlich die Ecken lang, damit der dann auch gut kleben bleibt, die Schablone. Jetzt verteilt ihr den Kleber möglichst großzügig und großflächig auf der Mitte von der Schablone und klebt sie dann auf die Tapete oder auf euren Stoff. Dann kleben wir jetzt die Schablone drauf. Nochmal an den Abstand denken.
Und nun die Rundung schneiden. Und jetzt habt ihr die Außenseite von eurem Hut. Nun schneide ich noch einmal diese Kante entlang, denn ihr müsst bedenken, dass einmal hier die Kante und die Kante. Deswegen ist es auch wichtig, dass dort kein Kleber ist, dass diese beiden Kanten am Ende zusammengeklebt werden. Dann könnt ihr noch einmal die Pappe einmal zusammenrollen, damit sie schon langsam sich an die Form des Hutes gewöhnt. Und jetzt wird geklebt. Jetzt trage ich den Kleber auf diese Längsseite auf. Und rolle nun den Hut zusammen und klebe die beiden Klebeseiten aufeinander. So. Und zum Fixieren könnt ihr hier auch eine Tackernadel benutzen, damit der Hut nicht auseinanderfällt und trocknen kann. So, jetzt ist unser Hut fertig geklebt und wer mag, kann ihn innen drinnen auch noch einmal mit Tesafilm fixieren, damit er stabiler ist. Und jetzt kommen wir zu den letzten Schritten. Dafür benötigen wir die Lochzange. Ich nehme das kleinste Loch und ja, jetzt gucke ich, wo ich meine Hutschnur am Ende befestigen möchte. Ungefähr hier. Und dann stanze ich 2 Löcher rein. So, jetzt benötigen wir das Hutgummi. Wir nehmen das erste Loch und fädeln die Schnur hindurch und verknoten sie. Ich mache lieber ein paar Knoten mehr, damit es dann auch wirklich hält. Und dann setze ich den Hut auf und schaue, wie lang die Schnur sein muss, damit der Hut auch wirklich sicher sitzen bleibt. Ich lasse einen kleinen Sicherheitsabstand und schneide ihn dann ab und knote ihn durchs nächste Loch.
dann sollte der Hut sicher halten. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Part des Hutes, der Schleier, worauf alle schon gewartet haben. Und zwar könnt ihr euch aussuchen, wie euer Schleier am Ende vom Hut abfallen soll. Entweder ihr wollt einen sehr langen Schleier, dann könnt ihr ihn einfach an der Spitze rankleben oder rantackern. Oder eben, was ich etwas schöner finde, wenn er etwas pompöser ist, dann nehme ich mir hier eine Ecke, halte sie hier an die Spitze heran, knicke diese um und jetzt tackern wir sie einfach nur noch oben fest. Dafür der Tacker. So, und fertig ist euer Schleierhut. Dann könnt ihr ihn jetzt aufsetzen und ihr seid bereit für euer ganz persönliches Susitenfest.